In den letzten Monaten ist in der Fahrradindustrie ganz schön viel passiert. Ein Gigant ist pleite gegangen, es gab viele neue und verbesserte Räder und die Eurobike hat stattgefunden. Wie ist da mein Eindruck? So 6 Wochen später. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und wir müssen mal wieder über die Branche sprechen. Nachdem die Accell-Gruppe im April 2026 noch von Stabilisierung und steigender Nachfrage sprach und im Juli dann die DoTech Holdings als zukünftige Eigentümerin der Accell-Gruppe im Gespräch war, kam jetzt Anfang August der Paukenschlag. Accell ist zahlungsunfähig. Es sei nicht gelungen, eine tragfähige Lösung zu finden, die es Accell ermöglichen würde, den Geschäftsbetrieb in seiner derzeitigen Form fortzuführen und dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen, schrieb die Satzbike vor ein paar Tagen. Und somit wurde am 5.8.2026 eine regelrechte Insolvenzwelle losgetreten. Nicht nur in den Niederlanden, sondern global eigentlich. In Deutschland betrifft das Vinora Steiger, Highbikes, Ghostbikes und Wiener Bikeparts und besonders ist, dass alle diese Verfahren in Eigenverwaltung durchgeführt werden sollen und dass die Chancen wohl ganz gut stehen. So lassen es zumindest die beauftragten Kanzleien und Wirtschaftsberater verlauten. Accell war zu Spitzenzeiten die Muttergesellschaft von 2 Dutzend Fahrradmarken und wurde 2022 von der KKR-Beteiligungsgesellschaft übernommen. Nach den wirtschaftlich herausfordernden Post-Boom-Jahren mit hohen Lagerbeständen und gesunkenen Absatz kam 2024 der Baboo-Skandal. Da habe ich drüber berichtet. Und im Oktober desselben Jahres wurde ein Schuldenschnitt beschlossen von 1,4 Milliarden Euro auf 800 Millionen Euro. Und das bei einem Boomjahrumsatz 2021 von 1,38 Milliarden Euro. Nachdem KKR sich im Februar 2026 von Accell getrennt hatte und mehrere Marken verkauft wurden, sollte das Unternehmen mit Umstrukturierungen und neuem Eigentümer in ruhigere Fahrwasser kommen. Das ist bislang nicht gelungen, aber vielleicht ist es eine Chance für die unterschiedlichen Marken, von dieser Knute des großen Unternehmens wegzukommen und das eigene Profil wieder zu schärfen und Produkte zu bauen, die Leute wirklich begeistern und nicht nur irgendwie unter den verschiedenen Marken dieses großen Konzerns gegenseitig abzukupfern. Der Zeitpunkt ist allerdings äußerst ungünstig, denn jetzt gerade ist die Bestellzeit der Händlerinnen und Händler für 2027 und wer wird wirklich in dieses Risiko gehen, sich Produkte von einem Hersteller zu bestellen, bei dem es noch nicht mal sicher ist, ob der 2027 überhaupt lieferfähig ist. Das ist wirklich kritisch, sowohl zeitlich als auch natürlich für das Profil der Marken, vor allem weil diese Marken ja auch in der Vergangenheit schon deutlich gelitten haben. Ansonsten hätte Accell ja nicht diesen riesen Schuldenberg aufgebaut. Es ist definitiv ein deutlicher Einschnitt in der Welt der europäischen Fahrradbranche, aber definitiv einer, der schon lange überfällig war. Es ist halt am schlimmsten für die jeweiligen Mitarbeitenden. Schon Ende März 2026 hat es einen Cargo-Bike-Pionier aus Deutschland getroffen, nämlich Velolab. Macht nicht in Bremen weiter. Sinkende Nachfrage, hohe Produktionskosten in Norddeutschland trafen aufeinander und dann hat noch ein auslaufendes Förderprogramm dafür gesorgt, dass sie zahlungsunfähig wurden. In Bremen ist also nichts mehr von Velolab zu sehen. Das ist wirklich schade. Velolab hat über Jahre äußerst innovative Produkte hergestellt und das Ganze auch mit einer Produktion im Handwerk in Deutschland begleitet. Und das ist wirklich etwas, was selten geworden ist. Man muss aber auch sagen, selten so richtig gut funktioniert. Für Velolab hat es jetzt leider nicht gepasst. Einer der Gründer, Stathis Stasinopoulos, ist zurück in seine Heimat und möchte da das Thema Velolab auf einer eher beinahe philosophischen Ebene weiterführen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was er da auf seiner Website schreibt. Die Markenrechte hat sich aber jemand anders gesichert. Und zwar Clemens Kircher, der seine Räder bislang unter der Marke Jumentum verkauft hat. Das macht er auch weiterhin, aber mittelfristig sollen unter der Velolab-Marke eigenständige Produkte kommen. Und was ist jetzt mit allen, die schon ein Velolab haben und ein Problem haben? Die können sich bei Velolab unter dem neuen Eigentümer auch melden. Otto und Clemens, man hilft, wo man kann. Meldet euch also gern bei dem Team in Kriebstein.
Der Hamburger Fahrradhersteller Unit hat ein neues Projekt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Und zwar geht es um Kinderhelme. Kinderhelme sind häufig deutlich stärkeren Belastungen ausgesetzt als die Helme, die auf Erwachsenenköpfen eingesetzt werden, weil die durch die Gegend geschmissen werden. Da fallen die Kinder dann doch häufiger mal hin. Die haben die auf dem Spielplatz auf und zerkratzen, gehen kaputt. Und häufig fällt es gar nicht auf, wenn diese Helme tatsächlich kaputt sind. Aber noch ein viel größeres Problem ist, dass viele Familien sich gar nicht unbedingt einen Helm leisten können, wenn die Kinder mit irgendwelchen Rollern oder Fahrrädern unterwegs sind oder gar nicht richtig aufgeklärt sind über die Wirkweise eines Helms und über die Wichtigkeit eines Helms im Straßenverkehr. Und das möchte Unit jetzt ändern. Unit will für dieses Thema sensibilisieren und dafür sorgen, dass Kinder im Straßenverkehr besser geschützt sind. Und somit haben sie die Aktion Wir pflanzen Helme gestartet. Für jede verkaufte Unit Mini Impact Edition werden 25 Helme an Kinder über soziale Projekte verteilt. Als Partner stehen dann Laser, Shimano und Paul Lange bereit und die ersten Helme werden demnächst bei einem Projekt von Easy Cargo aus Berlin und der Initiative Sport vernetzt verteilt. Wenn ihr eine Idee habt, welches soziale Projekt von dieser Aktion profitieren könnte, dann geht mal auf den Link unten in der Videobeschreibung, weil da findet ihr ein Bewerbungsformular. Und wenn ihr schon immer mal ein Unit Mini haben wolltet, dann ist vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ihr damit eben noch helfen könnt, dass mehr Kinder auch tatsächlich sicherer im Straßenverkehr unterwegs sein können. Und das Tolle ist auch, dass es nicht irgendwie eine Sonderaktion mit 5 Bikes, sondern die ist tatsächlich langfristig angelegt. Ihr habt also auch noch ein bisschen Zeit, um euch so eine Unit Mini Impact Edition zu sichern. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Im April 2026 beschlossen die beiden größten deutschen Fahrradverbände die Fusion. Der Zweiradindustrieverband ZIV und Zukunft Fahrrad wollen ab 2027 geschlossener als wichtiger Wirtschaftszweig auftreten. Beide Verbände haben zwar etwas unterschiedliche Zielrichtungen und Mitglieder, aber trotzdem dürfte es deutlich mehr Gewicht haben, wenn ein großer Verband in Richtung Wirtschaft und Politik auftritt, als verschiedene kleine. Ebenfalls ist das Ziel, dass die Prozesse und Verbindungen zwischen den Mitgliedern vereinfacht, Standards einfacher abgestimmt und auf Regulierung schneller reagiert werden soll. Ebenfalls interessant in diesem Zusammenhang ist eine Meldung aus dem Juni. Denn dieser neue große Verband möchte 2027 eine neue europäische Leitmesse auf die Räder stellen. Towards Tomorrow soll sie heißen und soll aus der Branche für die Branche sein. Und zeitmäßig passt sie so komplett sandwichmäßig zwischen die Eurobike 2027 Anfang September und die IAA Mitte September. Das heißt, ich bin dann mal 1,5 Wochen weg, Schatz. Die Eurobike sortiert sich ja für 2027 neu und die IAA hat ja schon seit einigen Austragungen die Aspiration, mehr E-Bike-Hersteller auf die Messegelände zu bekommen. Ach, wie aufregend. Es rumpelt und rappelt in der Fahrradmesselandschaft. Und ich bin mal sehr gespannt, wie schnell dieser neue große Dachverband handlungsfähig werden kann. Denn die haben eine sehr große Aufgabe zu bewältigen. Und damit meine ich nicht die Ersatzmesse für die Eurobike, sondern darauf zu reagieren, was wir dieses Jahr auf der Eurobike gesehen haben. All die Häme, all der Sport vor der Eurobike, während der Eurobike und nach der Eurobike konnte über einen wichtigen Punkt nicht hinwegtäuschen: dass auf dieser Messe die wirklichen Innovationen gezeigt wurden. Die Messe ist seit über 6 Wochen vorbei und ich glaube, einige Fahrradhersteller haben sich noch immer nicht von dem Schock bzw. den Schocks erholen können. Schock Nummer 1: Die Messe hat deutlich Federn gelassen. Etwa die Hälfte der Fachbesuchenden war 2026 da im Vergleich zum Vorjahr und bei dem Publikumstag war es sogar nur 1/3. Weniger als 9.000 Leute kamen an dem Publikumstag auf die Eurobike. Und das kann natürlich auch wirtschaftlich für eine solche Messe kaum funktionieren, erst recht nicht auf einem Messegelände wie dem in Frankfurt. Allerdings gab es auch Vorteile, denn die Schlangen waren sehr kurz, man konnte so ziemlich jedes Rad einmal auch fahren und musste nicht in ewig langen Schlangen warten. Und auch auf den Ständen war verhältnismäßig wenig los. Also für mich als Content Creator war es insgesamt super. Schock Nummer 2:
Da, wo vorher große deutsche, europäische, amerikanische Hersteller ausgestellt haben, haben sich dieses Jahr chinesische Komponentenhersteller breit gemacht. Und das, was die gezeigt haben, war Schock Nummer 3, richtig spannend. Ich werde hier nicht noch einmal groß drauf eingehen, was die genau gezeigt haben. Das mache ich vielleicht nochmal in einem anderen Video. Aber was deutlich sichtbar war, ist, dass kein anderer etablierter Hersteller da irgendwas entgegenzusetzen hatte. Bosch hat in einer Nische auf dem Universal Transmissions Stand seine neue Hubline gezeigt und die bedient halt ein Niedrigpreissegment, das aber auch nicht so niedrig ist wie das, wie es chinesische Hersteller schon bedienen. Und in diesem Niedrigpreissegment haben die Leute schon kein Problem damit, chinesische Komponenten durch die Gegend zu fahren. Shimanos Motorenangebot stagniert ehrlicherweise seit Jahren. Die Pinion MGU ist ein technisches Meisterwerk, aber auch hochkomplex und dadurch natürlich ziemlich teuer. Und Core braucht nach der Übernahme durch Yamaha noch einige Zeit, um auf die Beine zu kommen. Versteh mich nicht falsch, das ist keine Häme. Ich möchte ja, dass diese Unternehmen gute Produkte rausbringen, aber ich bin ehrlich enttäuscht. Es wird sich natürlich zeigen, ob diese Systeme wirklich im nächsten Jahr serienreif sind und ob sie gut angenommen werden und ob sie gut funktionieren. Es gab ja schon in der Vergangenheit Motoren mit eingebautem ECVT. Von Conti hatte mal so ein System vorgestellt, das ist dann irgendwie aus mangelndem Interesse eingestampft worden oder Conti hat sogar die ganze Sparte eingestampft. Brose hatte ein solches System vor einigen Jahren auf der Eurobike gezeigt. Darüber haben sie auch nicht weiter gesprochen und auch Revonte hatte jahrelang oder 2 oder 3 Jahre waren sie mit einem solchen System auf der Eurobike. Die waren vielleicht alle ein bisschen zu früh. Und einige dieser Unternehmen gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Aber wenn man sich jetzt so mal anguckt, welche Rahmen auf dem Avenox-Stand waren und von welchen Herstellern die waren, dann muss man wirklich sagen, die haben schon einen deutlichen Vorteil im Vergleich zu den 3 eben genannten Marken, die noch deutlich anders dastanden vor einigen Jahren als Avenox und Gubao dieses Jahr. Und so eine Messe zeigt auch auf erstaunliche Art und Weise, wie gleichgültig oder fast arrogant die etablierten Hersteller auf solche Newcomer wie Gubao oder Avenox reagieren, beziehungsweise auch nicht reagieren. Aber dieses Festhalten an alten Wirklichkeiten und alten Kundenstämmen, das hat schon beim Smartphone nicht funktioniert, das funktioniert momentan beim E-Auto nicht und das wird auch beim E-Bike nicht funktionieren. Und allein, dass dann versucht wird, mit Gesetzesänderungen und Lobbyarbeit dann solche Newcomer irgendwie klein zu halten, das spricht ja auch eine eindeutige Sprache, besonders wenn man dann irgendwie ein Dreivierteljahr später ebenfalls einfach die Leistung der eigenen Motoren anhebt. Das hat irgendwie ein Geschmäckle. Also auch wenn die großen Komponentenhersteller auf der Eurobike ausgestellt hätten, ja, was hätten sie denn zeigen sollen? Also ich glaube, war gar nicht so richtig die Schuld der Eurobike, dass diese großen Komponentenhersteller nicht da waren. Die hatten einfach nichts zu zeigen, was einen eigenen großen Stand rechtfertigt hätte. Und da leidet dann natürlich so eine Messe drunter und am Ende leiden auch wir so ein bisschen drunter, weil wir fragen, wo ist die Innovation? Und natürlich ist das Thema jetzt E-Bike und das E-Bike und Integration dieser ganzen Komponenten, das kann man natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, ist aber nicht unbedingt jetzt Teil dieses Videos. Aber auf jeden Fall ist auffällig, wie krass diese Innovationskraft momentan aus China ist. Und zwar nicht nur, wenn es um Preis geht, sondern auch in dem Sinne, dass es das Leben derjenigen, die diese Räder tatsächlich nutzen, deutlich vereinfacht. Und darüber wird demnächst auch nochmal ein Video kommen. Ich persönlich fand es aber insgesamt schade, dass ich nur einen Tag da war, denn auch wenn sie so deutlich kleiner gewesen ist als in den letzten Jahren, gab es doch wirklich sehr, sehr viel zu sehen, gerade in dem Bereich, in dem ich so tätig bin. Ich hätte zum Beispiel gerne das Gubao-System mal gefahren. Ich wäre auch gerne dieses Hefa Concept Bike mal gefahren. Das sieht einfach cool aus, das hätte mich mal interessiert. Und es soll auch fahrbare Prototypen mit dem Avenox-System gegeben haben. Habe ich aber nicht gesehen. Hatte ich halt auch, ehrlich gesagt, nur diesen einen Tag und nicht genug Zeit dafür. Ich habe aber trotzdem einige Sachen gesehen, die viele andere übersehen haben, wie diese 8-Gang-Schaltung von Revolut zum Beispiel, das Niche-Mobility-System mit dem mit dem seriellen Hybrid in einem Gehäuse drin.
Das waren einfach wirklich Innovationen, die kaum jemand anders auf der Rille hatte. Und ich halt schon. Die Messe hatte auf jeden Fall diese ganze schlechte Presse nicht verdient. Ich war auf jeden Fall sehr glücklich. Ich hatte mehr als genug zu sehen und auch die meisten Aussteller, mit denen ich gesprochen hatte, waren insgesamt zufrieden. Es ist natürlich die Frage, wie sich diese Messe für 2027 entwickelt. Auch mit dieser neuen Konkurrenz der Towards Tomorrow eine Woche später. Es ist aber auch mal spannend zu sehen, wie sich die Towards Tomorrow aufstellt. Das ist halt eine Branchenmesse, also wer von den Ausstellern kommt da hin? Kommen da nur Aussteller hin, die auch in diesen Verbänden integriert sind? Wer darf diese Messen alles besuchen? Gibt es da auch einen Tag für das Publikum oder ist das nur Fachbesucher? Ist es vielleicht auch nur Händler, wie es bei einigen anderen Messen auch der Fall war, wo dann auch zum Beispiel gar keine Presse da war? Das wird sich alles zeigen. Also ich habe die Eurobike noch längst nicht abgeschrieben. Ich glaube, dass sie sich weiterhin einen wichtigen Platz in der deutschen Fahrradmesselandschaft neu erarbeiten kann. Ich glaube, was halt wirklich einen großen Unterschied gemacht hätte, wäre der Fokus auf Feinmobilität gewesen, wie es 2025 angekündigt war. Und hatten ja die Fahrradverbände dann gegen protestiert. Ich glaube, das hätte der Eurobike ein deutlich anderes Profil geben können, weil es halt nicht immer nur um Mountainbikes, Gravelbikes und Rennräder geht, sondern halt auch um Mobilität im Alltag, neue Mobilität, umweltfreundliche Mobilität und Mobilität, die halt fit macht. Und die bekommen wir ja auch, denn in den letzten Monaten wurden tatsächlich einige neue Fahrräder vorgestellt, die im Detail verändert wurden oder tatsächlich komplette Neuentwicklung. Allen voran Riese und Müller, da war ich ja auf der Messe, da habe ich das Multicharger für 2027 gesehen, habe ich euch in einem komplett eigenen Video gezeigt. Dann hat Tern das neue HSD vorgestellt, das jetzt noch mehr Belastung aushält. Yto zeigt das OG 200. Dieses Fahrrad hier, da seht ihr demnächst ein komplett eigenes Video drüber, ist etwas, was ich noch nie auf dem Kanal hatte, beziehungsweise noch nie im Alltag getestet habe. Super spannendes Bike. Aber seht ihr in ein paar Wochen auf jeden Fall abonnieren. Urban Arrow hat nach dem Redesign der Box letztes Jahr jetzt auch das Heck nochmal neu geändert und jetzt sieht das 2027er Urban Arrow tatsächlich deutlich anders aus als das 2025er Urban Arrow, was ja lange Zeit einfach nicht der Fall war. Velo hat das SUV auf die neueste Motorengeneration angepasst und noch einige relevante Punkte geändert, wie zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt zwei 800 Wattstunden Akkus einzubauen. Auch die Brompton P-Line wurde an entscheidenden Punkten verbessert und hat jetzt mehr von der T- und der G-Line. Enviolo vereint jetzt die HD und die Extreme-Narbe in einer neuen Utility-Narbe mit höherer Bandbreite und höherer Belastung. Und kürzlich hat Cube sein Line-Up für 2027 vorgestellt und besonders spannend für uns ist da natürlich das Fold, das jetzt mit einem komplett neuen Design kommt und so einem zusätzlichen Griff. Und mein persönliches Highlight ist das Longtail Hybrid, das jetzt mit einem komplett neuen und selbstentwickelten Ständer kommt. Mein größter Kritikpunkt an diesem Fahrrad ist jetzt also für 2027 beseitigt. Und kleiner Nachtrag, ich habe noch ein vollgefedertes Cargo CS gesehen. Auch super spannend. Auf jeden Fall kann man sehen, auch wenn diese Hersteller nicht auf irgendwelchen Messen sind, zeigen sie Innovationen, bringen neue Räder in den Handel. Ich glaube aber, dass die Resonanz auf die Räder, auf diese Neuentwicklung deutlich größer gewesen wäre, hätten sie auf einer der großen Messen ausgestellt. Aber da gibt es ja für 2027 noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also hier findet ihr auf jeden Fall jetzt einmal das Video von der Eurobike 2026. Das ist das Video mit den Fahrradinnovationen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.